Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Civivi hat eine moderne Interpretation des klassischen japanischen Kiridashis auf den Markt gebracht. Das Civivi KI-V, das KI steht für Kiridashi, das V steht für den V-förmigen Winkel der Klinge. Ausgesprochen wird das KI-V wie das hier, also Kiwi, Civivi Kiwi. Schöner Name, kann man mal so stehen lassen. Das ist ein sehr kleines Messer, das jedoch richtig Freude bereitet. Zur Freude und zum Design komme ich gleich. Jetzt erstmal ganz kurz zu den Spezifikationen. Klingenlänge 46 mm, effektive Schneide sind 39 mm, Klingenbreite 2,5 mm, die Höhe liegt hier bei 22 mm. Dazu ein sehr schneidfreudiger Flachschliff mit gerade mal 0,45 mm hinter der Schneidphase. Klingenstahl ist der 9CR18 MOV, gehärtet auf 56 bis 58 HRC. Ja, gutmütig, leicht nachschaffbar, allein schon durch diese Klingenform. Die Klinge selbst erhielt ein Stonewashed Finish und ist Civivi-typisch sehr clean gehalten. Hier steht ganz klein Ostapel Design und hier die Stahlsorte. Das war's. Dann ein gerade mal 61 mm langer Griff aus G10, unterlegt mit Stahllinern. Rechts ein nicht umsetzbarer Deep Curry Clip. Trageposition Tip-Up. Verschraubt ist der Griff und der Clip mit 6er Torx und die Klingenachse ist eine 8er Torx Schraube. Das Gewicht liegt gerade mal bei 40 Gramm, also fast nichts. Diese G10-Farbe nennt sich übrigens Natural. Für mich ist das hier eher ein leicht grünstichiges Gelb oder auch andersrum. Das ist fast schon durchsichtig, also man kann hier die Stahlliner durchsehen. Ja, dennoch, ich muss sagen, gefällt mir sehr gut diese Farbkombination. Es gibt das Messer auch in einer All-Black-Variante, aber schwarze Messer habe ich zu Genüge und ich wollte einfach mal was anderes. Jetzt zum Spielspaß. Das ist ein wunderbar leichtgängiger Frontflipper, bedienbar über Zeigefinger und Daumen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass der Zeigefinger sich hier eindeutig mehr anbietet. Also mit dem Daumen ist das so eine Sache, muss ich echt sagen. Das ist doch sehr klein und es besteht ein gewisses Verletzungsrisiko. Ich schaffe das nur gelegentlich mit dem Daumen. Ja. Ich mache es dann doch hier lieber mit dem Zeigefinger. Man kann es auch ganz normal zweihändig öffnen. Ja, der Klingengang ist übrigens extrem geschmeidig. Verbaut wurden hier Keramikkugellager. Und innen ist ein Double Detent Slip Joint Mechanismus. Also das macht insgesamt einfach nur Spaß. Es ist Paragraph 42a konform. Letztendlich das gleiche Prinzip wie beim Civivi Appalachian Drifter. Trotz der geringen Größe bekommt man hier das Gefühl von Sicherheit vermittelt. Die Klinge kann trotz des sehr leichtgängigen Double Detents nicht so einfach einklappen. Wenn man das Messer normal hält, dann stößt die Klinge gegen den Zeigefinger. Ja, hier ist ein ganz kleines Chimping, das ist so ähnlich gelöst wie beim Luna oder bei ähnlichen Messern. Wie gesagt, es klappt zu und es passiert nichts. Schön gelöst. Die Handlage ist erstaunlich gut. Das ist hier ein 2 bis 2,5 Finger Messer. Man kann das Messer hier noch so ein bisschen mit dem Ringfinger greifen oder man nimmt den Ringfinger so und sichert den Griff somit ab. Das Messer kann jetzt nicht mehr nach hinten rutschen und wie gesagt, hier kann auch nichts passieren. Also wirklich sehr schön gemacht. Übrigens gibt es überhaupt kein Klingenspiel. Der Klingenstand ist absolut mittig. Ja, das Verarbeitungsniveau ist wirklich sehr hoch. Man ist mit kleinen Messern immer so ein bisschen limitiert, aber für mich ist das hier weit mehr als nur so ein kleiner Boxcutter. Die Verwendungszwecke eines traditionellen Kiridashis, die sind ja auch vielfältig. Ja, neben Skalpellähnlichen geraden oder auch kurzen Schnitten kann man damit zum Beispiel Schnitzen, Veredelungsarbeiten an Pflanzen durchführen, Blei- oder Buntstifte anspitzen etc. Das geht hier ganz genauso mit dem kleinen Kiwi hier. Civivi und der Designer Ostapel weichen hier zwar vom traditionell einseitig ausgeführten Anschliff eines Kiridashis ab, aber das ist wirklich nebensächlich.
Ja, wie erwähnt, Designer Ostapel. Das ist hier die gewohnt dynamische Linienführung. Bei der Klingenform muss ich sofort an die Klaue eines Raubtieres oder an einen Vogelschnabel denken. Ja, man kann hier sehen, dass die Klinge im Kiridashi-Stil über den gesamten Klingenrücken komplett angefasst ist. Es sind alle Kanten angeschrägt. Klinge und Griff sind in mehrere geometrische Flächen unterteilt. Das erinnert ein bisschen an die Oberflächenbeschaffenheit eines Tarnkappenflugzeugs. Ja, optisch meines Erachtens ein absoluter Volltreffer. Und das Kiwi kommt auch sehr gut an. Die erste Auflage war in Deutschland sehr schnell vergriffen. Erst vor ein paar Tagen erhielt ich dann von der Altona Silberwerkstatt die Nachricht, dass das Kiwi wieder verfügbar ist. Ja, da konnte ich dann nicht widerstehen. Es lief dann auch alles absolut reibungslos und schnell. Der Lieferumfang kann sich auch sehen lassen. CVV packt hier wie immer dieses schöne Etui dazu. Dann ein Reinigungstuch, CVV-Aufkleber. Von der Altona Silberwerkstatt habe ich dann diesen bekannten Firstblood-Aufkleber bekommen. Den wollte ich schon immer mal haben. Ein bisschen Nervennahrung, ein CVV V-Knife Patch und natürlich die personalisierte Nachricht: Moin Jochen, hab viel Spaß mit deinem Kiwi. Vielen Dank und liebe Grüße nach Nürnberg, Yvonne. Ja, der Dank geht zurück. Vielen Dank an die Altona Silberwerkstatt. Den Bezug und alles zum Kiwi verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ach ja, noch ganz kurz zum Preis. Der liegt etwa um die 50 Euro. Ich finde, für das Gebotene und den Lieferumfang ist das dann auch wirklich in Ordnung. Und kurz noch zum CVV Kiwi. Meines Erachtens rundum gelungen. Ein kleiner, praktischer Helfer. Dazu der Spielspaß. 42A-konform. Einfach ein schönes kleines Ding. Das war's auch schon. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.